Heute darf ich euch mal ein ganz besonderes und vor allem brandaktuelles Zelt zeigen. Denn vor einigen Monaten hat der Hersteller Dan Durston nach seinem riesigen Erfolg mit den patentierten X-Mit-Zelten sein nächstes Projekt angekündigt. Und das sogenannte X-Dome 1 Plus soll ein innovatives und freistehendes Zelt sein, ja, was nur 985 Gramm wiegt, 350 € kostet und wirklich komplett sturmsicher sein soll und dabei natürlich, wie es bei der X-Mit Geometrie ist, immer noch riesig sein und wirklich sich deutlich von anderen Zelten in diesem Segment unterscheiden. Man konnte zu dem Zeitpunkt nur vorbestellen und tatsächlich hatte ich Glück, denn vorgestern lag dieses Paket hier für mich in der Post und ich bin total gespannt, das jetzt aufzumachen, mal aufzubauen, mir anzugucken, klappt das alles so wirklich, wie das beworben wird, finde ich das generell gut, wie viel Platz ist wirklich drin und ich würde sagen, packen wir es mal aus und fangen erstmal mit dem generellen Aufbau an. Im Lieferumfang des Durston X-Dome 1 Plus sind 2 Packsäcke inkludiert, die jeweils einmal das Innen- und Außenzelt und im anderen separat die Zeltstange enthalten. Dabei liegt da noch ein kleiner Durston-Aufkleber. Die Zeltstangen sind aus Carbon und wiegen komplett nur 275 Gramm. Sie werden ja individuell von der Firma Easton gefertigt und sind alle durch einen Gummizug und 2 Kreuzadapter miteinander verbunden. Es handelt sich hierbei um ein doppelwandiges Zelt, was generell für einen besseren Schutz vor Kondensation sorgt. Das Innenzelt wiegt 305 Gramm und wird mit dem 405 Gramm schweren Außenzelt separat verbunden. Wenn man möchte, kann man also nur die Außenhülle aufbauen und das Innenzelt danach bei Bedarf einhaken. Nachdem man das Außenzelt ausgebreitet hat, fängt man an, das Gestänge zusammenzusetzen, was ziemlich leicht und schnell geht, da die einzelnen Stangen sich fast automatisch durch den Gummizug zusammenziehen. Danach fängt man dann an, die 4 Enden der Stangenkonstruktion in die jeweiligen Ecken zu stecken. Und dafür gibt es dann praktischerweise genau passende Ösen, in denen die Spitzen einfach eingesteckt werden. Und zusätzlich kann das Ganze dann noch durch dickere Spanngurte festgezogen werden. Das Zelt ist damit wirklich komplett freistehend und bedarf zum normalen Gebrauch keinen einzigen Hering mehr. Da das Außenzelt rechteckig ist und das Innenzelt fast dreieckig, ergibt sich dadurch dann sogar ein Vorzelt, welches nicht extra abgespannt werden muss. Die Außenhülle muss dann als nächstes mit den Stangen verbunden werden und besteht aus einem neuartigen 15D Sil-Poly-Polyesterstoff, der noch leichter, aber gleichzeitig sogar stabiler als viele herkömmliche 20D Sil-Poly-Stoffe sein soll. Auch hier wird das Zelt dann einfach nur mit 3 Haken pro Seite an den Stangen befestigt. Dabei fällt auf, dass die mittlere Hauptstange einen deutlich größeren Durchmesser als die 4 Eckstangen hat. Die gesamte Konstruktion wirkt damit wirklich sehr stabil und kann nach meinen Tests mindestens 10 Kilo auf dem Dach tragen. Nachdem dann auch die Seiten eingehangen sind, wäre der Aufbau schon komplett fertig, sofern man das Innenzelt vorher schon einmalig angebracht hätte. Ich habe für meinen ersten Aufbau etwa 6 Minuten und für meinen zweiten Aufbau nur noch etwa 4 Minuten gebraucht. Bevor man seine Sachen jetzt reinpackt, könnte man das Zelt einfach hochheben, umplatzieren oder drehen, bis man eine perfekte und vor allem gerade Stelle zum Liegen gefunden hat. Der Eingang des Zeltes lässt sich durch einen abgedichteten Reißverschluss öffnen, der allerdings mit 3 mm Schienenbreite sehr klein, aber eben ultraleicht ausfällt. Beide Türen lassen sich aufrollen und durch magnetische Bänder oben befestigen. Auf der rechten Seite liegt die große Apsis im Innenraum wirklich gut platziert, da man so nicht ständig über seinen eigenen Rucksack zum Rein- und Rausgehen klettern muss. Jetzt muss ich beim ersten Mal das Innenzelt noch einmalig selber einhängen. Seitdem habe ich das aber immer fest drin gelassen, was ich euch auch empfehlen würde, da das beim Aufbau am meisten Zeit gebraucht hat. Dafür gibt es an jeder Ecke 2 Clips, die wie bei einem Rucksack zusammengeschoben werden müssen und sich ohne Fingerdruck auch nicht mehr lösen lassen. Das Innenzelt besteht oben aus einem dünnen Mesh mit erhöhtem Windschutz und am Boden aus demselben 15D Sil-Poly-Stoff, aus dem auch die Außenwand ist. Dieser ist aber überall von innen PE beschichtet und sorgt für eine ausreichende Wassersäule von 3500 mm. An beiden Seiten gibt es jeweils eine sogenannte Giebel-Hochentlüftung, die je nach Wind und Wetter geöffnet werden kann und mit einem kleinen Stab an Klettverschluss befestigt wird. Zusammen mit der doppelwandigen Konstruktion hat man dadurch immer ein gutes Klima im Zelt und muss sich um Belüftung und Kondenswasser keine Gedanken mehr machen. Bei besonders windigen Bedingungen gibt es an jeder Seite noch eine Schlaufe, an der man seine eigene Abspannleine mit einem Hering befestigen könnte, um dem Zelt noch mehr Stabilität zu geben. Der Innenraum ist für ein Ein-Personen-Tracking-Zelt bei diesem Gewicht wirklich unglaublich riesig. Genau wie das Außenzelt kann auch das Innenzelt mit einem Reißverschluss auf beiden Seiten einzeln geöffnet werden. Das besondere Raumgefühl wird durch das patentierte Design des Innenzelts erreicht, welches am Kopfende in voller Breite anfängt und dann diagonal am Fußraum kleiner wird und somit sehr viel Platz für einen richtigen geschützten Vorbereich lässt, in dem man sein Gepäck legen oder auch kochen kann. Die Länge der Liegefläche beträgt in gerader Richtung 2,16 Meter und diagonal sogar 2,29 Meter. Damit haben also auch große Menschen wirklich ordentlich Platz. Die Höhe des Innenraums beträgt 1,7 Meter und bleibt aber im großen Bereich des Zeltes erhalten, was für die bei Kuppelzelten typische großartige Kopffreiheit sorgt. Ich konnte mich sogar gebückt hinstellen, was bei wenigen Zelten möglich ist und teilweise beim Umziehen oder Einpacken nützlich sein kann.
Ansonsten fühlt es sich für mich hier drin schon fast wie nach einem richtigen Campingzelt an. Man kann sich frei bewegen und hat viele Komfortfunktionen, wie zum Beispiel diese 2 Taschen, in denen man Kleinigkeiten wie sein Smartphone ablegen kann. Auch in der Breite hat man mit 1,27 Meter im Kopfbereich und 69 Zentimeter im Fußbereich mehr als genug Platz für eine Person, sodass im Notfall auf jeden Fall auch eine zweite Person daneben passen würde. Ich muss dazu sagen, dass ich mit meinen 1,89 Meter zwar mehr als genug Freiraum in der Länge hatte, mir ist aber gefühlt ein wenig kleiner als 2,29 Meter vorkommt und ich hier auf jeden Fall die diagonale Liegeposition bevorzugt habe. Ein persönliches Highlight an dem Zelt sind aber die beiden Taschen an den jeweiligen Längsseiten des Zeltes. In diese kann man dann optional 2 Trackingstöcke integrieren, um im Falle des Sturms eine größere Stabilität zu haben. Oder zum Beispiel auch, um noch mehr Platz im Vorzelt zu schaffen. Und das Ganze muss dann gar nicht fest in den Boden gehen, sondern man kann es einfach hochheben, die Tür öffnen und hat dann wirklich eine deutlich stabilere Konstruktion. Also wie bei einem Pyramidenzelt kann dann noch mehr Last von oben kommen, hat noch ein besseres Raumgefühl und ich finde es persönlich immer sehr, sehr gut, wenn man die Trackingstöcke, die ich sowieso immer mit habe, noch in diese Konstruktion mit einarbeiten und verwenden kann. Ja, wie ist also mein Gesamteindruck des Zeltes und würde ich das überhaupt empfehlen? Und ich kann schon mal vorab sagen, dass ich hier wirklich sehr, sehr positiv überrascht bin. Ich habe es mir wirklich nicht so gut vorgestellt, war da eher ein bisschen skeptisch, weil hier wirklich sehr große Versprechen auch auf dem Papier gemacht worden sind. 985 Gramm soll das Zelt nur wiegen und das alles können doppelwandig sein, sehr sturmresistent sein, freistehend sein, sehr viel Platz haben und einfach aufzubauen und bisher kann ich das erstmal so alles bestätigen. Ich habe es jetzt am Wochenende wirklich intensiv getestet. Ich habe es mehrmals draußen aufgebaut, ich habe es einmal drin aufgebaut, ich habe mir alles angeschaut. Ich habe es natürlich noch nicht unter harten Bedingungen, im Sturm, im Wind und vor allem bei sehr starken Regen getestet. Das werde ich noch nachholen. Ich habe eine super Zeltwiese hier und ich warte nur drauf, dass das Wetter mal sehr schlecht wird und ich mal wirklich testen kann, was das auch ja im 4 Jahreszeiten Schnee- und Windbereich so kann. Und das werde ich gezielt auch noch filmen. Aber natürlich muss man hier Kompromisse eingehen, wenn sie auch klein sind. Das Zelt ist wirklich ein Zelt, was alles kann und alles auch ziemlich gut kann. Also wenn man von Punkten sprechen würde, würde ich dem Zelt in jeder Hinsicht mindestens eine 8 oder 9 von 10 geben. Es gibt Zelte, die haben dann teilweise in manchen Bereichen 10 von 10. Die sind noch größer, die sind noch leichter oder die sind noch schneller aufzubauen. Die sind auch freistehend oder nicht freistehend, aber hier stimmt einfach alles. Es kann alles und es ist für wirklich alle Situationen geeignet. Deswegen macht man bei diesem Preis auch vor allem von 350 €, der wirklich für das, was das Zelt liefert, verdammt gering ist. Wenn man sich Zelte anguckt mit ähnlichen Werten, sind die meistens deutlich teurer. Und die Versprechen wurden hier eingehalten und man schummelt hier auch wirklich nicht bei den Grammangaben. Und ich habe es gerade noch mal kurz getestet. Die Stangen, und das sind ja wirklich viele an der Zahl, wenn sie denn hier liegen bleiben, wiegen 280 Gramm. Finde ich für die Anzahl schon überschaubar gering. Und die erinnern mich auch an die Stangen übrigens, die ich bei meinem Tartan Rainbow habe. Und ich weiß, viele sind da auch skeptisch, weil, ich zeige es nochmal, das Carbon natürlich hier relativ dünn ist. Die mittlere Stange, wie gesagt, im Vergleich ist ein bisschen dicker. Ich weiß aber ganz genau, wie straff dieses Carbon ist und wie stark sich das auch biegen kann, bevor es bricht. Ich habe es auch in meinem Video auf den Kunstläden schon mal gezeigt, noch letztens in meinem Testvideo zu den neuen Tartan Rainbow Zelten. Man kann die Stangen wirklich so weit runterdrücken und die biegen sich nicht mit und brechen auch nicht, wie man das vielleicht von anderen Materialien gewöhnt ist. Deswegen präferiere ich eigentlich auch diese Stärke und das Material bei den Stangen vor schweren Aluminiumstangen zum Beispiel. Und das Gewicht des Außen- und Innenzeltes, ich habe immer beides zusammen, liegt hier knapp bei 710 Gramm. Das heißt, wir kommen da jetzt auf nur 5 Gramm mehr, als jetzt ursprünglich auf dem Papier beworben ist. Und es kann natürlich immer sein, dass durch meinen Aufbau da jetzt noch ein bisschen Dreck, Laub oder Feuchtigkeit mit drin ist. Also das finde ich ja auch bemerkenswert. Das ist nicht häufig so, dass das angegebene Gewicht wirklich so gut mit dem Gewicht übereinstimmt, was in der Realität hier gewogen worden ist. Und wer meine Videos kennt, der weiß, ich gucke immer, wo kann ich noch ein paar Gramm sparen, und hier gibt es tatsächlich nicht so viel. Also hier hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Da merkt man wirklich, dass man von einem ganz spezifischen Ultraleicht-Tracking-Zelt hier spricht.
So viel gibt's da nicht, was man noch abschneiden könnte. Es gibt eine kleine Vorrichtung, die einzelnen Haken des Innenzeltes, die kann man auch nur mit der Carbonstange verbinden, sodass man auch nur das Innenzelt zum Beispiel aufbauen kann. Das könnte man entfernen, dann vielleicht noch 5 bis 10 Gramm sparen. Im Innenzelt gab's auch noch so ein Sicherheitslabel und eine Beschreibung, die könnte man noch entfernen. Aber das ist schon durch und durch optimiert. Und da muss man dann auch die Kompromisse vielleicht eingehen. Denn ich habe schon bei dem Reißverschluss gesagt, da achtet man wirklich darauf, dass man dann auch einen kleinen Reißverschluss nimmt, den 3 mm und nicht den 5 mm. Oder dass man keine Abspannlein von vorne an das Zelt macht, geschweige denn überhaupt mitliefert. Die muss man selber mitbringen, wenn man denn welche möchte. Und so spart man sich hier an allen Ecken dann auch noch Gewicht und hält das Ganze minimaler, was ich von der Idee und vom Konzept ja eigentlich sehr positiv finde. Ja, und der Stoff und die Verarbeitung, wenn wir da nochmal einen Blick drauf werfen, dieser interessante Silpolystoff. Man merkt, hier drin gibt es diese PE-Beschichtung. Da traue ich auch den Nähten zu, dass sie voll wasserdicht sind. Die sind nämlich nicht einzeln abgetaped, das sieht man hier. Aber die sind überall doppelt und es wird auch ganz klar ausgewiesen, dass die mit dieser Beschichtung wasserdicht sind. Und da vertraue ich jetzt erstmal auch drauf. Die Nähte wirken durchweg gut verarbeitet und sind an den Ziehpunkten, ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen, auch ein bisschen verstärkt. Es gibt hier diese Hakenpunkten, wo die Zeltwand wirklich mit den Stangen verbunden ist. Hier gibt es jetzt keine besondere Verstärkung im Stoff, sondern auch hier nur eine dreifache oder doppelte Naht. Da könnte man sagen, eine extra Verstärkung wäre noch schön gewesen, aber ich denke, weil wir hier wirklich von vielen Abspannpunkten sprechen, die sich dann über die gesamte Konstruktion verteilen, dass das auch bei sehr starkem Wind und Sturm reichen wird. Vom Stoff her präferiere ich ja eigentlich immer Dyneema Cuben Fiber, also DCF, was dann erstmal noch leichter ist, auch zu 100% wasserdicht und vor allem dehnt es sich nicht bei Feuchtigkeit aus. Und hier wird es auch beworben, dass dieser neuartige 15D-Stoff, der genauso stark sein soll wie dieser 20D-Stoff, sehr hoch fest ist, das heißt sich auch nicht ausdehnt. Und der Vorteil ist, wenn man einen Stoff hat, der sich wenigstens ein bisschen dehnt, ist, dass es nicht einen einzelnen Punkt an verschiedenen Ecken gibt, der sehr, sehr stark belastet wird. Bei DCF-Zelten kann das dann häufig sein, dass einzelne Nähte, einzelne Punkte nur belastet werden, andere gar nicht. Und hier verteilt sich das ein bisschen besser. Und auch hier habe ich den Eindruck, dass der Stoff echt ziemlich gut ist. Der wiegt sehr, sehr wenig, der ist auch ganz leicht durchsichtig, der fühlt sich gut an, er hat eine Ripstop-Nähung und wiegt dementsprechend auch sehr, sehr wenig. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass man hier das Zelt theoretisch auch mal in DCF bestellen könnte. Das würde ich sogar bevorzugen. Man würde dann den dreifachen Preis bezahlen und hätte dann echt vielleicht nur, ich würde sagen, 50 bis 100 Gramm, vielleicht 150 gespart, weil der Stoff ist auch so schon ziemlich leicht, dass man eigentlich gar nicht mehr so viele Gründe hätte, auf DCF zu wechseln, auch mit dem Gedanken der Haltbarkeit. Und wenn man das jetzt alles zusammenzählt und das mal mit einem ähnlichen Zelt wie dem Tarptent Rainbow, das kann ich halt selber gut vergleichen, weil ich das auch habe, in der Silpoly-Variante vergleicht, dann ist das hier klar der Sieger. Und das muss eigentlich schon von der Klasse her mit DCF-Zelten konkurrieren, von Sipex, von Tarptent oder ähnlichen Anbietern, Hyperlite Mountain Gear, die dann aber das Dreifache kosten, aber teilweise gar nicht mehr bieten. Ja, was kann ich noch Negatives über das Zelt sagen? Einerseits diese Stangen hier, die ersten Erfahrungsberichte und auch ich kenne das von anderen Zelten. Da hat Easton teilweise ein Problem, dass diese Aluminiumelemente hier nicht richtig im Carbon verklebt sind. Das heißt, es kann sein, dass sich das löst und das kann auch sein, dass man das selber dann gar nicht mehr beheben kann und nicht mehr einkleben kann. Da muss man dann teilweise das Teil zurückschicken und bekommt dann neue Stangen dazu geliefert. Man hat aber die Option, was gut ist. Das geht also auch bei dem Zelt. Wenn mal irgendwas kaputt ist, kann man das einzeln nachkaufen. Gegebenenfalls wird es auch repariert. Meistens muss man das aber zurückschicken oder es kommt auch dann wieder neu an. Und generell ist man ja hier noch bei der ersten Generation des Zeltes. Und auch beim Xmit war es damals so, dass es immer mehrere Generationen gibt, bis das Zelt wirklich perfekt war. Wer sich jetzt hierfür interessiert, der muss sowieso warten, denn ich habe die erste Lieferung bekommen, die zweite wird jetzt erst nächstes Jahr im April erwartet, also grob 4-5 Monate ab jetzt. Und es kann auch sein, dass sich bis dahin schon erste kleine Qualitätsfehler ausbügeln oder andere Dinge verbessert werden. Was mich noch so ein bisschen erst, ich sag mal, gestört hat, war, dass ich diese Ösen hier zum Beispiel nicht ganz perfekt finde. Ihr seht, hier gibt es so einen größeren Bereich, da steckt man dann diese Spitze hier ein. Und hier wird die dann festgesetzt. Für mich könnte das ein bisschen größer sein, zumindest zum Rein- und Rausschieben, weil teilweise war es ein bisschen friemelig
das da reinzukriegen, da gibt's eigentlich fast gar keinen Spielraum. Und man hat manchmal ein Teil, das ist dann irgendwie einen Mikrometer größer oder kleiner. Da fand ich den Verschluss jetzt nicht ganz optimal. Als ich mich reingelegt habe, hatte ich schon gesagt, es kam mir vom Innenzelt her ein bisschen kleiner vor. Und ich glaube, also als die 2,29 Meter, die angegeben werden. Und ich glaube, es liegt daran, dass das Innenzelt teilweise nicht ganz perfekt mit dem Außenzelt verbunden ist. Da ist dann ein Band mal ein bisschen länger, das andere ein bisschen kürzer. Es kommt natürlich auch auf den Pitch an, aber man kann hier nicht so viel falsch machen, wie zum Beispiel beim X-Mit. Das war immer so ein kleiner Gedanke, den man da hatte. Da war wirklich auch eine Fähigkeit notwendig, das Zelt sehr gut und vor allem sturmsicher auch aufzubauen. Das hier ist eigentlich ziemlich idiotensicher, weil es ist wie ein Steckbausatz. Man steckt es nur zusammen und dann steht's. Ein bisschen Spiel hat man, das habe ich gemerkt, indem man die Bänder am Ende zuzieht, die Eckpunkte. Wenn man es straffer macht, zieht sich enger zusammen, ist dann an den Seiten ein bisschen lockerer, aber dafür stabiler. Wenn man es lose lässt, wird das Zelt auch insgesamt größer und das Innenzelt streckt sich weiter aus. Aber ich glaube, dass man da im Laufe der Generation wahrscheinlich noch feststellen wird, dass einige Leinen noch eine optimiertere Länge haben könnten. Da vielleicht ein bisschen kürzer, da vielleicht ein bisschen länger und dass vor allem die Wanne und auch der Kopfbereich noch ein bisschen besser gespannt wäre. Und ich sprach gerade schon von Auswahlmöglichkeiten. Man kann sich natürlich vorstellen, dass man hier die Option hat, möchte man Heringe, das gibt's jetzt schon. Möchte man einen Ground Sheet haben, das gibt's jetzt auch schon. Kostet übrigens 45 € und wiegt 99 Gramm, was man meines Erachtens nicht braucht. Möchte man vielleicht DCF oder lieber diesen Silprodi-Stoff. Aber vor allem, was ich noch spannend finde, ist die Option, daraus ein einwandiges Zelt zu machen oder so ein Hybridzelt. Auch im Winter greife ich dann häufig noch zu einwandigen Zelten und wird man da natürlich dann was vom Aufbau oben am Kopfbereich vom Innenzelt einsparen und das Fliegengitter, das Mesh wirklich fest mit dem Außenzelt verbinden, hätte man innen drin noch viel, viel mehr Platz, noch einen viel größeren Palast und würde nur eine diagonale Trennwand machen, die dann quasi ein Fliegenschutz, ein Windschutz ist und der das Vorzelt vom Hauptzelt im Prinzip trennt. Das kann ich mir noch vorstellen, da wird man auch ein bisschen Gewicht sparen, aber hätte natürlich nicht dieses Gefühl, was man in einem doppelwandigen Zelt auch hat. Da fühlt man sich noch mehr ein bisschen abgeschottet von der Außenwelt, ist auf jeden Fall im Winter noch angenehmer dort, was die Kondensation angeht und hat dann natürlich auch ein kleineres Zelt im Prinzip. Was ich halt wirklich unfassbar gut finde, ist noch die Integration mit den Trackingstöcken. Ich hatte es ja vorhin auch schon kurz angesprochen, aber ich habe immer Trackingstöcke dabei und ich habe mich immer geärgert, dass ich die nicht für meine Zeltkonstruktion bei freistehenden Zelten mitverwenden kann. Und auch deswegen war ich bei den Tarpten Rainbows immer so ein großer Freund, weil ich das Zelt damit semi-freistehend machen kann. Aber hier kann man wirklich ganz schnell diese Trackingstöcke mit in die Konstruktion verwenden, hat also diesen Mehrfachnutzen und die liegen nicht nur einfach während des Lagerns dumm rum, sondern hat dann wirklich noch die Gewissheit, noch ein stabileres Zelt zu haben, noch mehr Platz in den Vestibules zu haben und das finde ich schon ziemlich cool. Ich hatte es in dem Video vorhin übrigens nur mit der großen Tür verspannt. Es ist aber auch möglich, den Stock diagonal und quer mit der kleinen Tür zu verspannen. Das kann man machen, wie man möchte, hat beides Vor- und Nachteile. Das ist natürlich auch keine neue Idee, das gab es schon bei Zelten wie dem Slingfin Portal, da ist es auch optional möglich und ich mache es sogar auch bei meinem Tarptent Rainbow und benutze dann ein Tracking Pole, benutze dafür lieber 2 Heringe, um das Zelt dann wirklich bei Sturm noch mehr davor zu schützen, wirklich in sich einzusinken, da man da auch diese dünnen Carbonstangen hat. Dennoch ist es hier sehr, sehr gut gelöst mit diesen Taschen und auch unten mit der Lasche. Da macht man einfach um die Spitze nur eine kleine Schlaufe. Also auch kinderleicht und das ist so ein bisschen das Motto von dem Zelt, finde ich, als Fazit auch. Es ist wirklich idiotensicher. Jeder kann's mit dem perfekten Pitch aufbauen, auch unter schlechten Bedingungen, da man da sehr viel Flexibilität hat und auch so Ergänzungen wie das mit dem Trackingstock oder das Einrollen, da arbeitet man mit Magneten oder mit großen Taschen, in denen die Stöcke kommen. Es ist wirklich sowohl ein Zelt für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene und wenn man sich nicht ganz sicher ist, was ist einem vielleicht wichtiger, braucht man noch was Leichteres, was Größeres, was Sturmsicheres, dann hat man hier eigentlich einen Kompromiss, der für 99% der Anwendungsfälle auf jeden Fall ausreichen würde. Wenn es dann mal vielleicht nach Island geht, dann möchte man vielleicht noch was Stabileres. Wenn man den Pacific Crest Trail läuft, dann möchte man vielleicht noch ein leichteres Zelt, was jetzt nicht freistehend ist. Aber es wird für 99% der Anwendungsfälle und für 99% der Leute wirklich eine sehr, sehr gute Wahl sein und in den seltensten Fällen mal wirklich enttäuschen können. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es jetzt
auf längerer Dauer nicht zu Qualitätsproblemen kommt, dass hier einzelne Nähte im Sturm nicht halten. Ich gehe nicht davon aus, aktuell ist mein Eindruck, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal testen. Und auch ich habe mich entschieden, das Zelt jetzt selber regelmäßig zu verwenden, denn wenn ich mal nicht Lust habe, bei einer harten Wintertour zum Beispiel auf mein Tarptent Rainbow zurückzugreifen, das ist nochmal 400 Gramm fast leichter, dann und vielleicht nur eine Wochenendtour vorhabe, wo ich das nicht so ganz lange tragen muss, dann nehme ich sehr gerne dieses Zelt mit und habe dann diesen Komfort des noch größeren Platzes, des doppelwandigen Zeltes und des vollen freistehenden Zeltes. Das muss mich also komplett nicht um Heringe sorgen. In den meisten Fällen muss man das nicht. Optional, wenn man weiß, man hat jetzt eine Tour, die ist sehr stürmisch, dann kann man wirklich diese 4 Abspannleinen benutzen und auch ist natürlich eine gute Idee bei Wind, das Zelt generell irgendwie mit dem Boden zu verankern. Bei meinem Tarptent reichen da die Trekkingstöcke als Gewicht und wenn man natürlich den Rucksack reingelegt hat und ähnliche Dinge, ist das schon mal ein bisschen beschwert. Im Sturm hilft dann das aber auch nicht so viel. Deswegen würde ich die Heringe nicht ganz außer Betracht lassen, aber vielleicht dann immer 4 bis 6 Notfallheringe, sage ich mal, mitnehmen und wenn es kurze Wochenendtouren sind, wo man gar keinen Sturm erwartet, dann braucht man die auf jeden Fall auch nicht mitnehmen. Es ist übrigens noch eine 2-Personen-Variante angekündigt. Und ihr habt schon gesehen, die 1 Plus Variante ist auch schon groß und da passen auch nur 2 Leute rein. Vielleicht gibt es auch noch eine normale 1 Variante bald, sowas bei dem X mit auch. 1 Plus finde ich aber eigentlich perfekt, weil viele nehmen auch ein 2-Personen-Zelt mittlerweile mit. Um alleine darin zu schlafen, habe ich auch häufig gemacht, zum Beispiel auf meiner Tour auf dem Schleswig-Holstein-Steig in diesem Jahr. Mittlerweile habe ich auch ein Ein-Personen-Zelt, aber man genießt dann schon diesen Komfort von einem 1-Plus-Zelt, weil man alleine so viel Platz einfach hat und vor allem, wenn es dann gar nicht so viel mehr wiegt. Ist aber noch nicht klar, wann die 2-Personen-Variante kommt. Jetzt kommt erstmal die nächste Lieferung dieses Zeltes im April. Man kann jetzt auch schon vorbestellen. Zu den 350 € kommen natürlich noch Zoll. Ich habe, glaube ich, knapp über 100 € jetzt bezahlt. Muss man natürlich auch mit einberechnen und gegebenenfalls einen Versand nach Deutschland. Trotzdem finde ich das immer noch günstig. Nicht absolut, aber relativ zu anderen Zelten. Gucken wir vielleicht mal nach MSR, was die für 450 € zum Beispiel mit dem Huber NX anbieten. Da hat man wirklich ein schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis und bei günstigeren Zelten, die dann vielleicht nur 250, 300 kosten, da ist man dann schon wieder 1, 2 Kategorien wirklich drunter und verzichtet dann auf viele Funktionen. Alles, was teurer ist, ist nicht unbedingt besser, sondern hat dann vielleicht nur als Material DCF, aber viele präferieren, wie gesagt, auch Silpoly statt DCF und ja, ich glaube nicht, dass man noch viel mit dem Gewicht sparen würde. Ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall drauf, dieses Zelt noch die nächsten Wochenenden hier im kalten Winter testen zu können und noch einen besseren Eindruck zu bekommen. Falls ihr noch Fragen habt und ich bin mir sicher, irgendwas habe ich hier noch vergessen, schreibt gerne in die Kommentare. Mich würde auch eure Meinung dazu mal interessieren. Ich antworte dann gerne drauf. Und ja, hat euch das Video gefallen, würde ich mich auch wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.